Deutsch lernen durch Hören. Die Weihnachtsfeier. Ich bin schon so aufgeregt. Heute Abend ist Weihnachten. Wir veranstalten eine Feier und jeder aus der Familie ist eingeladen. Meine Schwester und ich kümmern uns um die notwendigen Vorbereitungen. Es gibt noch viel zu tun. Für die Feier brauchen wir noch das Essen und die Geschenke. Es gibt Kartoffelsalat mit Würstchen. Während ich das Abendessen zubereite, fährt meine Schwester in den Laden und kauft die Geschenke. Nun müssen wir noch den Weihnachtsbaum schmücken. Dazu hängen wir ganz viele Christbaumkugeln an den Baum und setzen einen Stern auf die Spitze. Es gibt gelbe, rote und silberne Kugeln. Außerdem hängen wir noch etwas Lametta auf. Das sieht schon richtig klasse aus. Langsam treffen die ersten Gäste ein. Auch sie haben Geschenke dabei. Wir platzieren alle Geschenke unter dem Weihnachtsbaum. Dann essen wir den Kartoffelsalat und die Würstchen. Als alle fertig sind, beginnen wir mit dem Öffnen der Geschenke. Da sind tolle Sachen dabei. Ich habe ein Buch und eine neue Jacke geschenkt bekommen. Auch die anderen sind sehr zufrieden mit ihren Geschenken. Meine Schwester zeigt mir stolz ihren neuen Rucksack. Am Abend beginnt es zu schneien. Alle Kinder rennen in den Garten, um Schneemänner zu bauen und Schlitten zu fahren. Die Erwachsenen bleiben im Haus und machen es sich am Kamin bequem. Für sie gibt es Glühwein und Kekse. Alle sind glücklich. Was für ein gelungener Weihnachtsabend. Ostsee. Ich bin schon so aufgeregt. Heute war der letzte Schultag. Nun beginnen endlich die Sommerferien. Dieses Jahr fahre ich zusammen mit meinem Bruder Leon und meinen Eltern an die Ostsee. Die Ostsee befindet sich am nördlichen Rand von Deutschland. Wir wohnen sehr weit südlich. Die Fahrt mit dem Auto dauert daher mehrere Stunden. Wir vertreiben uns die Zeit mit dem Spiel Stadt, Land, Fluss. Nach einer langen Fahrt haben wir unser Ziel endlich erreicht. Ich kann das Meer sehen. Unsere Ferienwohnung befindet sich nicht weit entfernt vom Strand. Leon und ich nehmen unsere Badesachen mit und rennen zum Strand. Der Sand ist ganz weich. Leon möchte zuerst schwimmen gehen und fragt, ob ich auch mitkomme. Mir ist das Wasser der Ostsee viel zu kalt. Ich schüttle den Kopf. Während Leon im Wasser spielt, lese ich ein schönes Buch im Strandkorb. Das Rauschen des Meeres wirkt sehr beruhigend. Die Wellen sind sehr groß. Später bauen Leon und ich eine riesige Sandburg. Wow, die sieht klasse aus. Langsam geht die Sonne am Horizont unter. Wir wollen noch einen kleinen Spaziergang am Strand machen. Ich finde ganz viele Muscheln. Am Abend machen wir es uns alle zusammen in unserem Ferienhaus gemütlich. Es gibt Pizza und Cola. Meine Eltern sitzen auf dem Balkon und trinken ein Glas Wein. Das war ein gelungener erster Urlaubstag. Ich kann es kaum erwarten, morgen noch andere Strände zu erkunden. Lieblingsgericht. Endlich ist Wochenende. Die Arbeit war in letzter Zeit ziemlich anstrengend. Dieses Wochenende möchte ich gern ein bisschen entspannen. Zusammen mit meiner Freundin habe ich deswegen entschieden, unser Lieblingsgericht zuzubereiten. Eine große, leckere Pizza. Wir treffen uns am Freitagabend. Meine Freundin hat extra eine Flasche Wein mitgebracht. Doch zuerst muss die Pizza gebacken werden. Ich kümmere mich als erstes um den Teig. Ich bestreiche ihn mit einer leckeren Tomatensauce. Die haben wir selbst gemacht. Dann kommen die restlichen Zutaten dran.
Wir entscheiden uns für eine Pizza mit Paprika, Salami, Schinken und Zwiebeln. Das Gemüse schneiden wir erst in kleine Stücke. Zuletzt wird die Pizza noch mit etwas Käse garniert. Nun müssen wir die Pizza noch backen. Den Ofen hatten wir extra schon zu Beginn eingeschaltet. So ist er nun schon warm und die Pizza kann sofort hineingelegt werden. Nun heißt es warten. Es dauert ungefähr 15 Minuten, bis sie knusprig braun gebacken ist. Das duftet schon richtig lecker. Während wir warten, decken wir bereits den Tisch. Dann ist es endlich soweit. Die Pizza ist fertig. Ich hole sie schnell aus dem Ofen und schneide sie in kleine Stücke. Meine Freundin kümmert sich in der Zwischenzeit um den Wein. Oh, schmeckt das gut! Es dauert nicht lange, bis wir die gesamte Pizza aufgegessen haben. Jetzt bin ich aber wirklich satt. Danach setzen wir uns entspannt auf die Couch und genießen den Abend. Was für ein gelungener Start ins Wochenende. Der 18. Geburtstag. In wenigen Stunden ist es endlich soweit. Linda feiert ihren 18. Geburtstag. Sie ist schon sehr aufgeregt. Sie möchte eine große Geburtstagsfeier veranstalten. Dafür muss sie noch viel vorbereiten. Aber zum Glück hat Linda ihre Freunde. Sie helfen ihr bei den Vorbereitungen. Maria und Lisa blasen ganz viele Luftballons auf. Währenddessen kümmert sich Leon um den Kuchen. Um 20 Uhr ist es endlich soweit. Es kommen viele Gäste zu der Feier. Es gibt tolle Musik und ganz viel Pizza. Die Freunde tanzen und lachen. Dann bekommt Linda ihre Geschenke. Paula schenkt ihr eine neue Uhr. Sie ist blau und hat silberne Sterne. Sie sieht wirklich schick aus. Erik schenkt Linda eine neue Handtasche. Sie freut sich sehr darüber und bedankt sich bei ihm. Die Feier ist ein voller Erfolg. Doch der 18. Geburtstag ist besonders wichtig. Nun gilt Linda endlich als erwachsen. Sie darf nun alleine Auto fahren und in Clubs feiern gehen. Die nächsten Wochen werden sehr spannend werden. Ein eigenes Auto hat Linda schon. Es war das Geburtstagsgeschenk von ihren Eltern. Gleich am nächsten Tag macht sie einen Ausflug mit dem neuen Auto. Zusammen mit ihrer besten Freundin Maria fährt sie zu einem Badesee. Endlich kann sie hinfahren, wohin sie möchte. Das ist echt toll. Die beiden Freundinnen liegen am Ufer und genießen die Sonne. Erst am späten Abend fahren die beiden zurück nach Hause. Das war wirklich ein schöner Geburtstag. Linda wird sich noch lange an diesen Tag erinnern. Öffnungszeiten. Am Wochenende möchte ich etwas kochen. Mein Freund Thomas liebt meine Gerichte. Er freut sich sehr, dass ich am Wochenende etwas für uns koche. Meine Nichte Mia wird uns besuchen. Sie möchte mir beim Einkaufen helfen. Nach der Arbeit hole ich Mia ab und wir fahren zu einem Geschäft. Während der Fahrt reden wir über die Gerichte, die wir machen können. Mia möchte unbedingt einen Kuchen backen. Ihr macht das Backen sehr viel Spaß. Wir sind nun angekommen und steigen aus dem Auto. Mia und ich holen einen Einkaufswagen und gehen zum Haupteingang. Sie versucht die Tür zu öffnen, aber sie geht nicht auf. Mia versucht es nochmal. Klemmt etwa die Tür? Nun versuche ich die Tür aufzumachen. Dabei entdecke ich einen Zettel, der an der Tür hängt. Der Zettel trägt die Überschrift Öffnungszeiten. Die Tür geht nicht auf, weil das Geschäft bereits geschlossen ist. Mia und ich sind zu spät gekommen. Ich muss den Einkaufswagen zurückstellen. Mia ist traurig und denkt, wir können keinen Kuchen backen. Ich beruhige sie und erkläre ihr, dass es noch andere Geschäfte gibt. Mia und ich setzen uns wieder in das Auto. Wir fahren in die Innenstadt. Dort finden wir einen neuen Laden. Ich war noch nie in diesem Geschäft.
Mia und ich beschließen, in diesem Geschäft einzukaufen. Während wir in den Laden reingehen, fragt mich Mia, warum jeder Laden andere Öffnungszeiten hat. Normalerweise haben die meisten Läden dieselben Öffnungszeiten. Ein Geschäft kann nicht auf- oder zumachen, wann es möchte. Dafür gibt es bestimmte Regeln, versuche ich Mia zu erklären. Gemeinsam gehen wir durch den Laden und legen verschiedene Produkte in den Einkaufswagen. Tag der Arbeit. Der Tag der Arbeit ist ein Feiertag in Deutschland, der 1. Mai. Diesen Feiertag gibt es in allen Bundesländern in Deutschland. Vor mehr als 130 Jahren gingen Menschen aus aller Welt am 1. Mai gegen schlechte Arbeitsbedingungen auf die Straße. Die Menschen arbeiteten damals 10 bis 12 Stunden unter sehr schlechten Bedingungen. Das wollten sie nicht länger und legten ihre Arbeit nieder, um zu streiken. Es versammelten sich in den USA über 340.000 Menschen auf der Straße, um bessere Löhne, weniger Arbeitszeit und mehr Sicherheit zu fordern. Es wurde mehrere Tage lang gestreikt und es kam auch zu Problemen mit der Polizei, wobei es Tote gab. 1889 beschloss man dann in Frankreich, dass am 1. Mai 1890 alle Arbeiter auf der ganzen Welt streiken sollten. Um an die Opfer zu erinnern, wurde dann 1919 der 1. Mai in Deutschland zu einem Feiertag gemacht. Auch heute noch rufen viele Gewerkschaften und Organisationen am Tag der Arbeit zu Protesten und Veranstaltungen auf. Heute demonstrieren die Menschen aber nicht mehr für bessere Arbeit, sondern für politische Themen. Jedes Jahr gibt es Auseinandersetzungen mit der Polizei und einige Verletzte. Es werden Läden und Autos beschädigt. Die meisten Demonstrationen verlaufen aber friedlich. ADAC. Ich habe heute meinen freien Tag. Zusammen mit meiner Freundin Marie möchte ich das gute Wetter nutzen. Wir wollen meine Großeltern besuchen. Die habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Wir setzen uns ins Auto und machen uns auf den Weg. Wir haben schon die Hälfte des Weges hinter uns, doch plötzlich passiert es. Es gibt einen lauten Knall und ich halte schnell an. Unser Reifen ist geplatzt. Ich steige aus und schaue mir den Schaden an. Außer dem kaputten Reifen ist alles in Ordnung. Leider habe ich kein Werkzeug dabei, um den Ersatzreifen zu montieren. So ein Mist. Ich überlege, was wir tun können. In diesem Moment hat Marie eine gute Idee. »Ich bin doch beim ADAC. Die können uns bestimmt helfen«, ruft sie. Da hat sie recht. ADAC ist eine Abkürzung und steht für Allgemeiner Deutscher Automobilclub. Man kann dort einen Beitrag zahlen und Mitglied werden. Wenn man dann eine Panne mit dem Auto hat, dann kann man den ADAC anrufen. Sie kommen dann zu Hilfe und reparieren den Schaden. Wir rufen sofort an und erzählen von unserem geplatzten Reifen. Es dauert nicht lange, dann kommt ein Mitarbeiter des ADAC angefahren und hilft uns. Nach einer kurzen Wartezeit sind wir bereit zur Weiterfahrt. Super! Wir bedanken uns bei dem netten Mann. Dann können wir die Fahrt zu meinen Großeltern fortsetzen. Durch die schnelle Hilfe kommen wir noch rechtzeitig bei ihnen an. Mitglied beim ADAC zu sein, kann wirklich hilfreich sein. Dadurch wurde unser Ausflug gerettet. Gulasch. Heute ist Freitag. Normalerweise habe ich am Wochenende sehr viel zu tun. Ich muss verschiedene Dinge für meine Arbeit erledigen und meine Wohnung putzen. Ich schreibe mir unter der Woche immer auf, was ich am Wochenende erledigen muss. Nun schaue ich auf meine To-Do-Liste und sie ist leer. Auf meiner Aufgabenliste steht nicht mal eine Aufgabe drauf. Meine Wohnung ist sauber
und ich muss keine weiteren Aufträge für meine Arbeit erledigen. Das bedeutet, ich habe ein freies Wochenende ohne jegliche Verpflichtungen. Das ist großartig. Nun kann ich etwas mit meinen Freunden unternehmen. Ich rufe einen Freund an, der immer Zeit hat. Er heißt Christian. Hey Christian, hättest du am Samstag Zeit? Wollen wir mit Henriette und Max etwas unternehmen? Frage ich ihn am Telefon. Hallo Nadine, natürlich. Kommt alle am Samstag um 18 Uhr zu mir, antwortet Christian. Ich schreibe Henriette und Max eine Nachricht, dass wir uns am Samstagabend bei Christian treffen. Sie antworten mir, dass sie da sein werden. Ich mag meine Freunde. Sie sind unkompliziert und antworten auf meine Nachrichten schnell. Da wir uns meistens bei Christian zu Hause treffen, schlägt er vor, was wir unternehmen. Christian und Henriette sind großartige Köche. Sie kochen sehr gerne. Sie haben schon öfter für mich und Max gekocht. Nun bin ich auf dem Weg zu Christian. Ich muss 20 Minuten mit dem Auto fahren. Ich lebe in der Stadt und er wohnt in einem Dorf. Auf dem Weg zu ihm halte ich an einem Laden. Ich gehe in das Geschäft rein und kaufe Süßigkeiten. Denn wie kleine Kinder auch, mögen wir Gummibärchen. Endlich bin ich bei Christian angekommen. Die anderen sind schon da. Christian macht mir die Tür auf und ich begleite ihn in das Haus rein. Ich gehe in die Küche, da dort das Licht brennt und die anderen auf uns warten. Es liegen verschiedene Zutaten auf dem Esstisch. Kochen wir heute? Frage ich meine Freunde. Ja, wir werden Gulasch machen, antwortet Henriette. Das ist super, denn ich habe großen Hunger. Max und ich sitzen am Esstisch und schauen zu, wie Henriette und Christian das Essen zubereiten. Achterbahn. Heute ist ein besonderer Tag. Es ist der Geburtstag von Max. Deshalb möchte er den Tag gern nutzen und etwas Schönes mit seinen Freunden unternehmen. Sie haben sich dazu entschieden, in den Freizeitpark zu fahren. Schon nach einer kurzen Fahrt erreichen sie ihr Ziel. Wow, der Park sieht beeindruckend aus. Max kann bereits die riesige Achterbahn und das Kettenkarussell sehen. Leider stehen schon sehr viele Leute an. Deshalb entscheidet sich Max dafür, zuerst eine Zuckerwatte zu kaufen. Die schmeckt richtig lecker. Wollen wir jetzt mit der Achterbahn fahren? Fragt Leon. Alle Freunde nicken mit dem Kopf. Nur Max ist sich unsicher. Er hat ein bisschen Angst vor der Achterbahn. Ich glaube, ich bleibe lieber hier und warte auf euch, sagt er. Du musst keine Angst haben, sagt Lisa und nimmt seine Hand. Ich passe auf dich auf. Max stimmt zu und die Freunde machen sich auf den Weg. Die Achterbahn hat sogar 2 Loopings. Die Passagiere werden mit dicken Gurten gesichert. So kann niemand aus der Achterbahn hinausfallen. Dann geht es los. Max hatte vor dem Start sehr viel Angst, doch dann macht es ihm richtig Spaß. Achterbahnen sind wirklich toll. Danach rennen die Freunde zum großen Karussell. Sie müssen sich beeilen, denn sie wollen danach noch zur Geisterbahn. Am Ende des Tages sind sie sehr geschafft. Nun geht es zurück nach Hause. Das war ein aufregender Tag. Max ist sehr zufrieden. An diesen Geburtstag wird er sich noch lange erinnern. Endlich hat er keine Angst mehr vor der Achterbahn. Airbnb. Tom durchsucht gerade das Internet. Er möchte in den Urlaub nach Österreich fahren. Warum sind alle Hotels so unglaublich teuer? Ärgert er sich. Er hat im Moment nicht sehr viel Geld. Dann kommt Nina ins Zimmer. Sie hat gehört, dass Tom nach billigen Hotels sucht. »Warum schaust du nicht nach Airbnbs?« fragt sie ihn. Tom weiß nicht, was das ist. Nina lacht und erklärt es ihm. Airbnbs sind Wohnungen, die von privaten Leuten an Urlaubsgäste vermietet werden. Es sind kleine Häuser oder Wohnungen mit Bad und Küche. Sie sind oft sehr preiswert. Tom macht sich sofort auf die Suche. Schon nach wenigen Minuten hat er tolle Angebote entdeckt. Eine kleine Wohnung in den Bergen für wenig Geld.
Sie hat sogar einen Balkon und eine eigene Küche. Super! Tom bedankt sich bei Nina. Ohne sie hätte er die Wohnung nicht gefunden. Die Wohnung wird sofort von Tom gebucht. Dann geht es los in den Urlaub. Das Airbnb liegt in einem kleinen Dorf in den Bergen. Das sieht echt wunderschön aus, staunt Tom. Die Wohnung ist sehr schick eingerichtet und gefällt Tom sehr. Der Vermieter hat sogar einige Wandervorschläge für Tom herausgesucht. Das ist wirklich nett. Tom verbringt ein paar sehr schöne Tage in Österreich. Er geht wandern und badet in einem kleinen See. Es war ein gelungener Urlaub. In Zukunft wird Tom immer nach Airbnbs schauen. Sie sind eine tolle Alternative, wenn man in den Urlaub fahren möchte und nicht viel Geld besitzt. Es vergehen Stunden, Tage und Nächte. Ich starre aufs Telefon. Wann rufst du endlich an? Endlich ein Klingelton. Bist du dran? Ich höre nur einen Atem, doch ich spüre, das bist du. Es kaum erwarten, deine Stimme zu hören und du. Bitte sag doch nur ein Wort, nimm den Druck von meiner Seele, sag, dass du am anderen Ende bist, ich mich nicht mehr länger quäle. Ich sende dir meine Gedanken, hast du mich nicht vermisst? Unser Streit war unnötig, den man besser schnell vergisst. Es waren nur Kleinigkeiten, heute sehe ich es ein. Doch du fehlst mir so und ich fühle mich so allein. Bitte sag doch nur ein Wort, nimm den Druck von meiner Seele. Sag, dass du am anderen Ende bist, ich mich nicht mehr länger quäle. Hallo, hallo, bist du noch dran? Sag doch ein Wort, ich glaub fest daran, dass es einen Weg gibt für uns zwei. Unsere Liebe ist noch nicht vorbei. Bitte sag doch nur ein Wort, nimm den Druck von meiner Seele, sag, dass du am anderen Ende bist, ich mich nicht mehr länger quäle. Bitte sag doch nur ein Wort, nimm den Druck von meiner Seele, sag, dass du am anderen Ende bist und ich mich nicht mehr länger quäle, mich nicht mehr länger quäle. Hallo, hallo, bist du noch dran? Melde dich doch. Hallo, hallo, ruf doch noch mal an. Köln. Endlich ist Wochenende. Anna hat gerade viel zu tun. Sie muss die Wohnung putzen. Ihre Freundin Lina möchte heute zu Besuch kommen. Anna wohnt in Köln. Das ist eine Stadt in Nordrhein-Westfalen mit ungefähr 1 Million Einwohnern. Lina lebt noch nicht lange in Deutschland und möchte sich die Stadt gern anschauen. Anna hat ihr deshalb angeboten, ihr die Stadt zu zeigen und sie herumzuführen. So kann Lina auch gleich bei ihr übernachten.
Damit spart sie sich die Kosten für ein Hotel. Dieses Angebot hat Lina gern angenommen. Gegen Mittag kommt Lina in Köln an. Anna holt sie gleich am Bahnhof ab. »Hey Lina, schön dich zu sehen«, begrüßt sie ihre Freundin. Auch Lina freut sich, Anna zu sehen. Die beiden umarmen sich und überlegen dann, was sie zuerst anschauen möchten. Sie entscheiden sich für den Kölner Dom. Es ist eines der berühmtesten Gebäude in Köln. Sein Bau begann bereits vor über 700 Jahren. Er sieht wirklich beeindruckend aus. Lina macht ganz viele Fotos, um sie später ihrer Familie zu zeigen. Danach besuchen die beiden Freundinnen die Hohenzollernbrücke. Sie ist eine von 7 Brücken über den Rhein. Lina staunt über die vielen schönen Bauwerke. Köln ist wirklich eine tolle Stadt. Am Abend gehen die beiden in ein kleines Restaurant essen. Es gibt Pizza und Cola. Das war ein gelungener erster Tag in Köln. Lina kann es kaum erwarten, was sie morgen alles entdecken wird. Die Fahrt nach Köln hat sich auf jeden Fall gelohnt. Auto-Abo. Alex ist genervt. Er hat keine Lust mehr auf das Busfahren oder Bahnfahren. Andauernd fällt etwas aus oder es kommt zu Verspätungen. Mit dem Fahrrad möchte er auch nur bei gutem Wetter fahren. Deshalb möchte er sich ein Auto kaufen. Er hat jedoch nicht genug Geld für ein neues Auto. Daher schaut er nach gebrauchten Autos. Doch auch hier findet er keine guten Angebote. In diesem Moment betritt Lukas sein Zimmer. »Hey, was machst du da?« fragt er. »Ich schaue nach Gebrauchtwagen, aber ich finde einfach kein passendes Auto.« »Hast du schon mal über ein Auto-Abo nachgedacht?« fragt ihn Lukas. Alex ist verwundert. Ein Auto-Abo kennt er nicht. Lukas erklärt ihm, was das ist. Bei einem Auto-Abo zahlt man monatlich nur einen kleinen Preis und kann das Auto trotzdem nutzen. Der Verkäufer bleibt der Eigentümer des Autos. Wenn man das Abo beendet, dann gibt man das Auto wieder an den Verkäufer zurück. Das klingt toll. So kann Alex ein neues Auto fahren, ohne viel Geld auszugeben. Er schaut online nach Angeboten. Schnell hat er einen Anbieter gefunden. Alex fährt sofort hin und schließt ein Abo ab. Er hat sich für einen neuen Golf entschieden. Monatlich zahlt er nur einige 100 €. Nun ist er immer mobil und kann überall hin mit dem Auto fahren. Das ist wirklich praktisch. Vielen Dank für den guten Tipp. Ich werde auch meinen anderen Freunden von dem Auto-Abo erzählen, sagt er Lukas. Lukas lacht und antwortet, ja super, jetzt kannst du mich immer mit dem Auto mitnehmen, wenn wir Fußball spielen fahren. Job als Hebamme. Pünktlich kommt Eva auf die Arbeit. »Kannst du zu Tina in Zimmer 7b gehen?« fragt eine Kollegin, ohne sie zu begrüßen. »Tina muss schon nach Hause, du musst ihr helfen.« Kaum ist Eva im Krankenhaus, geht die Arbeit schon los. »Ja klar«, sagt sie schnell. »Schönen Abend an alle.« Sie zieht sich ihre weiße Kleidung an und geht in das Zimmer. »Hallo«, begrüßt Eva die werdende Mutter. »Ich bin Eva. Tina muss nach Hause, ihr Dienst ist vorbei. Ich bin ab jetzt deine Hebamme.« Müde bedankt sich ihre Kollegin Tina bei ihr und geht aus dem Zimmer. »Wie heißt du und wie geht es dir?« fragt Eva die Frau, die bald ein Kind bekommt. »Ich bin Tanja und es geht mir, mein Baby will nicht kommen. Ich liege seit 10 Stunden in den Wehen.« »Das ist sehr anstrengend«, sagt Eva. Sie gibt ihr etwas zu trinken und essen. Dann untersucht sie sie. Im Endeffekt geht alles schneller als gedacht. Schon nach 1 Stunde bekommt die Frau ihr Kind. In dieser Nacht gebärt Eva als Hebamme noch 3 weitere Kinder. Sie liebt ihren Job, obwohl er oft anstrengend und schwierig ist. Die ganze Nacht arbeitet sie durch. Um 6:20 Uhr fährt sie dann mit ihrem Rad nach Hause. Dort frühstückt sie ein Butterbrot. Um 7:30 fällt sie todmüde in ihr Bett.
Radiokrimi. Tom hat heute eine lange Fahrt vor sich. Er war im Urlaub in Italien. Heute fährt er zurück nach Hamburg. Deshalb hat er eine lange Fahrt mit dem Auto vor sich. Tom braucht etwas zur Unterhaltung. Doch die Musik im Radio gefällt ihm nicht. Immer wird nur die gleiche Musik gespielt. Er schaltet auf einen anderen Sender. Dort läuft gerade ein Radiokrimi. Das klingt wirklich spannend. Es geht um einen Diebstahl. Das Geld aus der Kasse des Bäckerladens wurde gestohlen. Die Verkäuferin ist völlig verzweifelt. Sie braucht das Geld, um ihre monatliche Miete zu bezahlen. Sofort wird die Polizei gerufen. Sie untersuchen den Tatort. Doch wer war der Täter? In Frage kommen 2 Kunden, der Azubi und die Reinigungskraft. Tom rätselt die ganze Zeit über mit. Er möchte den Täter so schnell wie möglich finden. Er verdächtigt die Reinigungskraft. Sie war eine Zeit lang alleine in der Bäckerei gewesen. Die Polizei denkt, dass einer der Kunden der Dieb war. Doch am Ende stellt sich heraus, dass es der Azubi war. Er musste seine Ausbildung abbrechen und wollte aus Rache die Bäckerei ausrauben. Eine Kamera auf der anderen Straßenseite hatte den Diebstahl gefilmt. Das war wirklich ein spannender Krimi. Tom hat gespannt mitgerätselt. Dadurch verging die Fahrt viel schneller als erwartet. Für Tom sind Radiokrimis eine viel bessere Unterhaltung als Musik. Er möchte in Zukunft bei langen Autofahrten immer Krimis hören. Dafür hat er sich extra einige Radiokrimis aufgenommen. So kann er sie jederzeit abspielen, wenn er mal wieder eine lange Fahrt vor sich hat. Bonn. Felix hat endlich ein paar Tage frei. Die Zeit möchte er gerne sinnvoll nutzen. Er wohnt noch nicht lange in Deutschland, daher möchte er einige Städte besichtigen. Sein Freund Hannes begleitet ihn. Hamburg und Berlin kennen sie schon. Wir könnten uns Bonn anschauen, schlägt Hannes vor. Bonn? Fragt Felix zurück. Diese Stadt kennt er noch nicht. Ja, das ist eine Stadt in Nordrhein-Westfalen mit 300.000 Einwohnern. Sie liegt direkt am Rhein und soll sehr schön sein. Das klingt wirklich gut. Felix und Hannes entscheiden sich dazu, heute Bonn zu besuchen. Sie setzen sich sofort ins Auto und fahren los. Schon nach wenigen Stunden sind sie am Ziel. Wow, Bonn ist wirklich eine schöne Stadt. Es gibt viele sehr schicke Häuser und Denkmäler. Die beiden Freunde schauen sich sofort die bekanntesten Sehenswürdigkeiten an. Dazu gehören das Beethovenhaus, das Poppelsdorfer Schloss und das Sterntor. Das sind beeindruckende Bauwerke. Hannes macht ganz viele Fotos. Zu Hause möchte er sie seinen Eltern zeigen. In Bonn gibt es außerdem eine Universität. Man kann dort also auch sehr gut studieren. Felix gefällt die Stadt wirklich sehr. Es gibt viele kleine Cafés und Shoppingmöglichkeiten. Er kann sich gut vorstellen, hier später einmal zu leben. Für Hannes ist die Stadt zu klein. Er mag große Städte wie Berlin oder Hamburg lieber. Am Abend fahren die beiden wieder zurück nach Hause. Das war ein toller Ausflug. Es war eine gute Idee, Bonn zu besichtigen, sagt Felix. Das stimmt, mir hat es auch sehr gut gefallen, antwortet Hannes. Notrufzentrale. Bereits früh am Morgen klingelt der Wecker von Tanja. Sie muss los zur Arbeit. Tanja hat einen wichtigen Job. Sie arbeitet in der Notrufzentrale. Dort geht es jeden Tag um Leben und Tod. Tanja hat mehrere wichtige Aufgaben. Sie nimmt die Anrufe entgegen. Immer wenn jemand die 112 wählt, dann wird er mit ihr verbunden. Auch bei Brandmeldungen klingelt ihr Telefon. Sie berät außerdem Menschen per Telefon über medizinische Maßnahmen. Manchmal rufen auch Leute bei ihr an, die die Polizei sprechen möchten. Diese Anrufe leitet Tanja dann an die Polizei weiter. Viel Zeit zum Ausruhen hat sie nicht. Alle paar Minuten klingelt das Telefon. Heute ruft eine alte Frau an. Sie ist gestürzt und blutet nun am Kopf.
Sie fragt Tanja, was sie tun soll. Verbinden Sie zuerst den Kopf mit einem Verband. Ein Krankenwagen wird in wenigen Minuten bei Ihnen sein, antwortet Tanja. Dann verständigt sie den Rettungswagen. Die Sanitäter fahren los und helfen der Frau. Kurze Zeit später klingelt das Telefon erneut. Ein Mann ruft an und hat große Kopfschmerzen. »Haben Sie heute schon genug getrunken?« fragt Tanja. Der Mann hat bereits seit vielen Stunden kein Wasser getrunken. Tanja antwortet: »Trinken Sie viel Wasser und ruhen Sie sich aus. Wenn es nicht besser wird, dann rufen Sie wieder an.« Der Mann bedankt sich und legt auf. Nach einiger Zeit gehen seine Kopfschmerzen weg. Tanja macht der Job viel Spaß. Sie freut sich, dass sie mit ihrer Arbeit anderen Leuten helfen kann. Parkverbot. Als junger Student hat man nicht viel Geld. Ich habe zwar einen Nebenjob, aber ich muss trotzdem sehr sparsam leben. Die meiste Zeit verbringe ich mit Lernen oder Lesen. Da bleibt nicht viel Zeit für eine Vollzeitarbeit. Ich besuche gern meine Eltern, denn dort kann ich mich entspannen. Es gibt warmes und leckeres Essen und ich muss weder lernen noch arbeiten. Leider wohnen meine Eltern in einer anderen Stadt. In den Ferien fahre ich zu meinen Eltern. Das letzte Mal bin ich mit dem Zug gereist. Das war sehr anstrengend. Außerdem hat man in einem Zug oder in einem Bus keine Privatsphäre. Die Reise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln war sehr stressig für mich. Deshalb fahre ich dieses Mal mit dem Auto. Wenn ich mit dem Auto fahre, kann ich immer eine Pause machen, wenn ich müde bin. Ich kann laut Musik hören und ich kann einen größeren Koffer mitnehmen. Am ersten Tag meiner Ferien packe ich meine Sachen. Ich nehme meine bequemsten Klamotten und meine Zahnbürste mit. Ich lege alles in den Kofferraum und bin bereit, loszufahren. Nach einer Stunde mache ich bereits die erste Pause. Ich bin falsch abgebogen und nun finde ich keinen Parkplatz, wo ich kurz anhalten könnte. Jede Parkmöglichkeit kostet Geld. Was mache ich nun? Da vorne sehe ich eine freie Stelle. Ich fahre dorthin und kann endlich halten. Eigentlich herrscht hier Parkverbot. Da ich aber nur kurz halte, denke ich nicht, dass das ein Problem ist. Ich steige aus dem Auto und möchte mich etwas dehnen. »Sie wissen schon, dass hier Parkverbot ist, oder?« sagt eine Stimme. Ich erschrecke mich. Dort steht ein Polizist, der mich fragend anschaut. »Ja, ich wollte nur kurz halten. Ich fahre gleich wieder weg«, antworte ich dem Polizisten. »Normalerweise müssten Sie nun eine Strafe zahlen. Aber Sie versprechen mir, jetzt wegzufahren«, informiert er mich. »Alles klar, ich fahre wieder weg«, versichere ich dem jungen Mann. Während ich wieder fahre, bin ich glücklich, dass ich nichts bezahlen musste. Kindergarten. Samira wohnt noch nicht lange in Deutschland. Sie ist vor einigen Monaten hierher gezogen. Samira hat einen 3-jährigen Sohn. Er heißt Malik. Samira würde sich gerne den ganzen Tag um ihn kümmern, aber das geht nicht. Sie muss arbeiten und hat deswegen keine Zeit. Ihre Freundin hat ihr von einem schönen Kindergarten erzählt. Er ist nicht weit entfernt von der Wohnung von Samira. Dort kann sie Malik hinbringen, während sie arbeitet. Malik kann dort mit anderen Kindern spielen und viel Spaß haben. Samira erzählt Malik von der Idee, aber er freut sich nicht darüber. Er möchte nicht in den Kindergarten. Malik will lieber zu Hause spielen. »Wir sollten es wenigstens einmal versuchen«, schlägt Samira vor. Malik überlegt und nickt. Am nächsten Tag bringt Samira ihren Sohn in den Kindergarten. Er wird sofort von den anderen Kindern begrüßt. Samira redet noch kurz mit der Kindergärtnerin. Dann verabschiedet sie sich und geht zur Arbeit. Am Nachmittag möchte sie ihr Kind wieder aus dem Kindergarten abholen. Malik spielt mit den anderen Kindern und lacht sehr viel. Er will gar nicht mehr nach Hause gehen. Samira erklärt ihm, dass er seine neuen Freunde schon morgen wiedersehen kann. Malik freut sich und verabschiedet sich von den anderen Kindern. Er kann es kaum erwarten, morgen wieder mit ihnen zu spielen.
Dann gehen die beiden zurück nach Hause. Auch Samira findet den Kindergarten sehr gut. Ihr Kind kann dort spielen und Spaß haben, während sie arbeitet. Das ist wirklich eine gute Lösung. Aushilfe. Felix möchte sich ein Auto kaufen. Er träumt schon sehr lange davon. Leider hat er momentan nicht genug Geld. Denn Felix ist Student und verdient deswegen noch kein Geld. Daher sucht er nach Aushilfsjobs. So kann er etwas Geld verdienen und sich dann seinen Traum erfüllen. Felix hat sich vor kurzem als Aushilfe bei einem Umzugsunternehmen beworben. Er ist sehr sportlich, deswegen fällt ihm das Tragen von Kisten und Möbeln nicht schwer. Pro Umzug verdient er dort 50 bis 100 Euro. Damit hat er schnell das Geld für ein kleines Auto zusammen. Auch heute hilft Felix wieder bei einem Umzug. Eine alte Frau benötigt Hilfe beim Transport ihrer Möbel. Leider wohnt sie im 5. Stock. Es gibt auch keinen Aufzug. Deshalb müssen Felix und seine Kollegen sehr oft die Treppen hoch und runter laufen. Das ist wirklich anstrengend. Es dauert mehrere Stunden, bis alle Kartons und Möbel in den LKW geladen sind. Dann fahren alle zur neuen Wohnung der alten Frau. Dort werden die Möbel von den Umzugshelfern wieder aufgebaut. Am Ende ist die neue Wohnung vollständig eingerichtet. Die alte Frau ist sehr glücklich über die Hilfe. Sie bedankt sich bei Felix und schenkt ihm eine Tafel Schokolade. Endlich hat Felix Feierabend und kann nach Hause gehen. Das war wieder ein anstrengender Tag, aber er hat auch wieder etwas Geld verdient. Nun dauert es nicht mehr lange, bis er sich endlich ein Auto kaufen kann. Darauf freut sich Felix schon sehr. Ein Aushilfsjob kann eine gute Möglichkeit sein, um nebenbei etwas Geld zu verdienen. Bio und Fairtrade. Lisa wartet ungeduldig auf Leonie. Sie hätte schon vor einer halben Stunde hier sein sollen. Es ist Sonntag und die beiden wollten heute zusammen etwas Schönes kochen. Dann klopft es endlich an der Tür. Es ist Leonie. Sie entschuldigt sich für die Verspätung. Ihr Wecker hat nicht geklingelt und deswegen hat sie verschlafen. »Kein Problem, jetzt bist du ja da«, lacht Lisa. Die zwei Freundinnen überlegen, was sie kochen möchten. »Wir könnten Spaghetti mit einer leckeren Soße machen«, schlägt Leonie vor. Lisa nickt. »Das ist eine tolle Idee. Jetzt müssen wir nur noch die Zutaten einkaufen.« »Ja, genau, es gibt einen Supermarkt hier um die Ecke«, sagt Leonie. Doch Lisa schüttelt den Kopf. »Nein, ich möchte lieber in den Biomarkt gehen. Dort gibt es Bio- und Fairtrade-Lebensmittel.« Leonie weiß nicht, was das heißt. Lisa erklärt es ihr. Bei Bioprodukten werden ökologische Vorgaben geprüft. Fairtrade heißt, dass es faire Handelsbedingungen für alle gibt. »Oh, das wusste ich nicht. Das klingt toll. Dann lass uns gleich in den Biomarkt gehen«, antwortet Leonie. Die beiden Freundinnen machen sich auf den Weg zum Markt. Dort kaufen sie ganz viel frisches Gemüse und die anderen Zutaten für die Nudeln. Die Preise sind etwas höher als in einem normalen Supermarkt. Aber dafür weiß man, dass die Produkte eine gute Qualität haben. Nach dem Einkauf gehen die Freundinnen wieder nach Hause und fangen an zu kochen. Das duftet wirklich gut. Das Essen ist ein voller Erfolg. Die Nudeln schmecken köstlich. Leonie möchte in Zukunft auch bevorzugt Bio- und Fairtrade-Produkte kaufen. Die Sterne leuchten hell und der Himmel ist so dunkel. Schau, wie sensationell die Sterne heute funkeln. Denn wenn ich bei dir bin, wird mir ganz heiß. Ich sehe Regenbögen
raus am nächsten Morgen und wir sehen die Sonne aufgehen. Bei dir fühle ich mich geborgen. Ich will nie wieder aufstehen, denn wenn ich bei dir bin, wird mir ganz heiß. Ich sehe Regenbögen und fühle Sonnenschein. Die eine Sache, die ich ganz sicher weiß: ich will für immer bei dir sein. Ich liege in deinen Armen und du hältst mich fest. Du flüsterst meinen Namen. Ich will, dass du mich nie verlässt. Wir liegen zusammen auf der Wiese und trinken beide ein Glas Wein. Ich spüre eine leichte Brise und weiß, es könnte nicht schöner sein. Denn wenn ich bei dir bin, wird mir ganz heiß. Ich sehe Regenbögen und fühle Sonnenschein. Die eine Sache, die ich ganz sicher weiß: ich will für immer bei dir sein. Ich liege in deinen Armen und du hältst mich fest. Du flüsterst meinen Namen. Ich will, dass du mich nie verlässt. Windenergie. Endlich ist Wochenende. Bis Montag muss Tom nicht arbeiten. Er möchte die Zeit nutzen und etwas mit seinem Sohn Lukas unternehmen. »Was willst du heute machen?« fragt er Lukas. »Ich will gerne spazieren gehen. Da kann ich mit meinem neuen Roller fahren«, antwortet Lukas. Das Wetter ist sehr schön. Die Sonne scheint und die Vögel zwitschern. Die beiden entscheiden sich für einen Ausflug über die Felder in der Nähe des Dorfes. Als sie am Feld ankommen, entdeckt Lukas etwas. »Wow, was ist denn das große weiße Ding?« fragt er seinen Vater. Es sieht aus wie ein riesiger Ventilator. »Das ist ein Windrad«, erklärt ihm Tom. »Damit wird Windenergie erzeugt.« »Das sieht richtig cool aus. Was ist Windenergie?« Tom erklärt seinem Sohn die Grundlagen. Mit diesem Rad kann man aus Wind Strom machen. Das ist gut für die Umwelt. Kohle oder Gas sind schlecht für die Erde, aber Wind- und Wasserenergie nicht. Außerdem gibt es unendlich viel Windenergie. Lukas ist beeindruckt. Das Windrad ist größer als ein Haus. Umweltschutz ist sehr wichtig. Windenergie hilft, die Umwelt zu schonen. Lukas nickt. Ihm gefällt das Windrad sehr gut. Auf den Feldern stehen ganz viele Windräder. Tom und Lukas setzen ihren Ausflug fort. Am Ende gehen sie noch in ein kleines Café. Lukas isst eine Waffel mit Marmelade. Das war ein wirklich spannender Ausflug. Lukas konnte viel Neues über Windenergie lernen. Auch Tom hat der Spaziergang gut gefallen. Als Ausländer in Deutschland. Ahmed wohnt noch nicht lange in Deutschland. Er ist vor einigen Monaten aus Marokko gekommen. Er wollte etwas Neues ausprobieren und die Welt sehen. Er hatte schon viel über Deutschland gehört. Deswegen wollte er sich das Land selbst anschauen. Nun wohnt er in einer kleinen Stadt in der Nähe von Berlin. Am Anfang war es nicht leicht.
Ahmed konnte noch kein Deutsch und hatte hier fast keine Freunde. Außerdem musste er einen Job finden, um Geld zu verdienen. Es gab also mehrere Probleme. Das hat sich aber geändert. Mittlerweile kann er die Sprache schon sehr gut. 3-mal in der Woche besucht er einen Deutschkurs. Dort lernt er zusammen mit anderen Leuten die Sprache. Einen Job hat Ahmed nun auch. Er arbeitet als Bauarbeiter in einer großen Firma. Dadurch kann er genug Geld verdienen. Durch die Arbeit konnte er auch endlich neue Freunde finden. Sein bester Freund heißt Markus. Mit ihm trifft er sich heute zum Grillen im Garten. Ahmed bringt einen leckeren Salat mit. Markus hat Grillgemüse vorbereitet. Das Essen schmeckt richtig gut. Die Freunde lachen viel und Ahmed erzählt von seinem Leben in Marokko. Es ist ein wirklich schöner Abend. Er ist sehr froh, dass er nach Deutschland gezogen ist. Das Leben hier ist ganz anders als in seiner Heimat. Dadurch konnte er viele neue Erfahrungen machen. In wenigen Wochen möchte er zurück nach Marokko fahren und seine Familie besuchen. Er hat sie lange nicht gesehen und möchte ihnen von seinem Leben in Deutschland erzählen. Skiurlaub. Nun ist es soweit. Endlich startet der Urlaub von Antonia. Sie hat sich seit Wochen auf diesen Tag gefreut. Heute fährt sie zusammen mit ihrem Freund Tobias in den Skiurlaub. Zuerst müssen noch alle Sachen eingepackt werden. Während Antonia die Winterjacken in den Koffer legt, trägt Tobias die Ski ins Auto. Dann geht es los. Dieses Jahr fahren die beiden nicht in ein Hotel. Stattdessen haben sie eine kleine Hütte in den Bergen gemietet. Von dort ist es nicht weit bis zur Skipiste. Nach wenigen Stunden Fahrt erreichen sie ihr Ziel. Die Hütte sieht sehr schön aus. Sie ist klein und steht direkt neben einem Wald. In der Ferne sieht man schon die Skipiste. Antonia und Tobias ziehen sofort ihre Wintersachen an und machen sich auf den Weg zur Piste. Der ganze Berg ist voll mit Schnee. Das sieht wirklich sehr schön aus. Tobias kann noch nicht so gut Ski fahren. Er fährt langsam den Berg herunter. »Hui, das macht Spaß«, ruft Antonia und fährt schnell an ihm vorbei. Die beiden halten an einer Skihütte an. Dort isst Tobias eine große Portion Nudeln. Die sind lecker«, sagt er. Antonia trinkt ein Glas Cola. Sie sitzen in der Sonne und genießen die frische Bergluft. »Was für ein toller Tag«, freut sich Antonia. Dann fahren sie wieder zurück zu ihrer Berghütte und ruhen sich aus. Das war ein gelungener erster Urlaubstag. Morgen wollen Antonia und Tobias in den Bergen wandern gehen. Sie können es kaum erwarten. Autowerkstatt. Das ist Niklas. Er möchte heute seinen Freund Pierre in Dresden besuchen, aber er hat verschlafen. Er springt schnell aus dem Bett und zieht seine Sachen an. Dann setzt er sich ins Auto und fährt los. Die Fahrt dauert 2 Stunden. Zu Beginn klappt alles perfekt. Doch dann muss Niklas anhalten. »So ein Mist«, ruft er. Der Motor ist plötzlich ausgegangen. Jetzt kann er nicht mehr weiterfahren. Niklas steigt aus und öffnet die Motorhaube. Er kann jedoch keinen Fehler finden. Er holt sein Handy heraus und ruft einen Abschleppwagen. Nun muss er warten. Niklas nutzt die Zeit und bearbeitet ein paar Dokumente für die Arbeit. Nach einer halben Stunde kommt der Abschleppwagen. Er lädt das Auto von Niklas auf und fährt damit zur Werkstatt. Der Mechaniker Karl begrüßt Niklas. Dann sieht er sich das Auto an. Kann er den Fehler finden? Karl untersucht den Motor. Plötzlich ruft er: »Ich habe den Fehler gefunden!« Niklas freut sich. »Was ist denn das Problem?« fragt er. »Es war zu wenig Öl im Auto. Ich habe es nachgefüllt. Jetzt funktioniert alles wieder«, antwortet der Mechaniker. Niklas freut sich sehr. Die Reparatur ging sehr schnell. Jetzt kann er seine Reise doch noch fortsetzen. Er verabschiedet sich von Karl und macht sich auf den Weg zu seinem Freund. »Warum kommst du so spät?« fragt Pierre. Niklas erzählt ihm von der Panne. »Ach so, ich verstehe.
Dann hast du jetzt bestimmt Hunger. Ich habe uns gerade eine Pizza gemacht. Niklas lächelt. Er hat wirklich sehr großen Hunger. Eine Pizza ist jetzt genau das Richtige. In der Schwimmhalle. Kai liebt es zu schwimmen. Er will am liebsten stundenlang im Wasser sein. Im Sommer ist er fast jeden Tag am Strand. Doch jetzt ist Winter. Draußen ist es sehr kalt und Baden ist nicht möglich. Deswegen geht er heute in die Schwimmhalle. Dort ist es auch im Winter schön warm. Seine Freundin Franziska kommt auch mit. Der Eintritt in die Schwimmhalle kostet 7 € pro Person. Ganz schön teuer, sagt Franziska. Kai nickt. Aber dafür können wir schwimmen gehen, obwohl Winter ist, antwortet er. In der Schwimmhalle gibt es mehrere Rutschen. Kai klettert sofort nach oben. Hui, ruft er und rutscht nach unten. Das sieht wirklich lustig aus. Ich komme mit, sagt Franziska und klettert auch schon nach oben. Die 2 Freunde verbringen fast eine ganze Stunde auf den Rutschen. Okay, ich brauche erst mal eine Pause, sagt Franziska. Sie ist vollkommen erschöpft. Sie geht in den Saunabereich und ruht sich erst einmal aus. Kai ist noch nicht müde. Er nutzt die Zeit und geht in dem großen Becken schwimmen. Er möchte bald an einem Schwimmwettbewerb teilnehmen und muss dafür üben. Später gehen die beiden zum Restaurant in der Schwimmhalle. Kai nimmt sich eine große Portion Pommes. Er hat mittlerweile sehr großen Hunger. Franziska entscheidet sich für einen Hamburger. Der schmeckt echt gut, sagt sie zu Kai. Auch seine Pommes sind sehr lecker. Am Nachmittag fahren die beiden wieder zurück nach Hause. Was für ein gelungener Tag. Beide hatten sehr viel Spaß. Nächste Woche wollen sie nochmal in die Schwimmhalle gehen. Streichelzoo. Endlich ist Frühling. Die Sonne scheint und die Vögel singen. Doch Tanja sitzt zu Hause. Sie weiß nicht, was sie heute tun soll. In diesem Moment betritt Niklas das Zimmer. »Hallo Tanja, warum guckst du so traurig?« fragt er. Tanja sieht ihn an. »Ich weiß nicht, was ich heute tun kann. Mir ist langweilig.« »Ich gehe gleich in den Streichelzoo. Komm doch mit«, sagt Niklas. »In den Streichelzoo? Das kenne ich nicht. Was ist das?« fragt Tanja neugierig. Das ist ein Zoo, in dem man in die Gehege der Tiere gehen kann. Es gibt dort Schafe, Ziegen und Esel. Man kann die Tiere streicheln und füttern. Das klingt nach einer tollen Idee. »Ich komme mit«, ruft Tanja und zieht ihre Jacke an. Dann setzen sich die beiden in das Auto und fahren zum Zoo. Die Fahrt dauert eine halbe Stunde. Der Zoo ist wirklich sehr groß. Es gibt ganz viele verschiedene Tiere. Ein kleiner Esel läuft zu Tanja hin. Sie streichelt ihn. »Schnell, mach ein Foto«, sagt sie zu Niklas. Sie möchte es zu Hause ihren Freunden zeigen. Tanja und Niklas verbringen den ganzen Nachmittag im Zoo. Sie füttern Hühner und beobachten die Schafe. Am Abend fahren sie wieder zurück nach Hause. »Danke, dass du mich mitgenommen hast. Der Ausflug hat sehr viel Spaß gemacht. Ich werde in Zukunft öfter in den Streichelzoo gehen«, sagt Tanja zu Niklas. »Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Das war ein toller Tag«, antwortet er. Reisebüro. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll, sagt Lisa und setzt sich auf das Sofa. Was ist denn los? Fragt Alex. Ich habe nächsten Monat Urlaub, aber mir fällt einfach kein gutes Ziel ein. Wohin kann ich fahren? Fragt sie ihn. Alex überlegt kurz. Ich habe leider auch keine gute Idee. Geh doch in ein Reisebüro. Vielleicht findest du dort ein gutes Ziel. Ein Reisebüro? Was ist das? Fragt Lisa. Sie hat davon noch nicht gehört. Du kannst dort tolle Angebote für Reisen finden. Du kannst deine Wünsche äußern und die Mitarbeiter schlagen dir verschiedene Ziele vor. Das klingt wirklich praktisch. Lisa sucht im Internet nach einem Reisebüro in ihrer Nähe. Es gibt eines, das nur wenige Minuten entfernt ist.
Gleich am nächsten Tag geht Lisa dorthin. Die Mitarbeiterin begrüßt sie freundlich. Lisa erzählt ihr von ihrem Problem. »Okay, ich verstehe. Wir finden ein schönes Reiseziel«, sagt die Mitarbeiterin des Reisebüros. Sie zeigt Lisa mehrere Angebote. »Oh, das Hotel ist schön. Da möchte ich hinfahren. Das Hotel befindet sich auf Fuerteventura. Dort ist es sehr schön.« Damit ist es entschieden. Lisa wird nach Fuerteventura fliegen. Ihr Flug startet bereits in 2 Wochen. Lisa ist schon ganz aufgeregt. »Vielen Dank für die Idee. Reisebüros sind eine tolle Hilfe zum Finden eines Urlaubsziels«, sagt sie zu Alex. »Es freut mich sehr, dass ich dir helfen konnte. Ich wünsche dir viel Spaß im Urlaub. Schick mir ein paar Urlaubsfotos, wenn du dort bist«, antwortet Alex und lacht. Deutsch lernen durch Hören.